Der schönste Schnauzer Österreich fährt fürs Santa Cruz Syndicate. Wally Höll hatte die Qual der Wahl und in den USA gibt es ein neues Superteam. Ich habe die wichtigsten Wechsel dieses Downhill-Winters im World Cup für euch zusammengefasst. Legen wir direkt los. In der Offseason war wieder ganz schön viel los. Ihr kennt das aus dem Winter. Zahlreiche Wechsel, Gerüchte, wer geht wohin, wer mit wem, wer macht was, wie geht's weiter. Damit ihr bei euren Freunden mit Downhill-Fachwissen glänzen könnt, habe ich für euch die wichtigsten Wechsel im Downhill World Cup für diesen Winter zusammengefasst. Und den Stein ins Rollen gebracht in diesem Jahr hat der YT Mob bzw. YT Industries. Ihr habt es ja mitbekommen, YT ist so ein bisschen in finanzielle Schieflage geraten. Die gute Nachricht, YT ist wieder zurück, ihr könnt die Räder kaufen. Die schlechte Nachricht ist, dass der YT Mob seine Pforten schließen musste. Was ziemlich schade ist, weil es nicht nur eine erfolgreiche Truppe war, sondern auch eine sehr sympathische Truppe. Andererseits, gute Nachricht für diverse Teammanager war, dass diese Fahrer eben jetzt auf dem Markt sind. Und ja, da sind natürlich einige Teammanager hellhörig geworden, haben versucht, mit schönen Verträgen neue Stars für die Teams zu gewinnen. Und einer, der sich eben sehr, sehr früh für einen Wechsel entschieden hat, war Andy Kolb. Hat unmittelbar nach dem World Cup-Finale in Mons NN seinen Wechsel bekannt gegeben, was ziemlich ungewöhnlich ist. Normalerweise wird jetzt so Anfang, Mitte Februar werden die ganzen Wechsel verkündet. Andy Kolb hingegen hat direkt im Oktober schon Nägel mit Köpfen gemacht, hat 1 oder 2 Tage nach dem World Cup-Finale gesagt, ja, so ist es, ich fahre jetzt für Santa Cruz Syndicate. Habe gar keinen Bock darauf, mich jetzt den ganzen Winter mit Geheimniskrämerei aufzuhalten, sondern eben direkt den Wechsel zu Santa Cruz verkündet. Was eine sehr, sehr coole Sache ist, weil das Santa Cruz Syndicate eines der legendärsten Teams überhaupt ist. Und für Andy eben auch den Vorteil hat, dass er jetzt schon den ganzen Herbst, die ganze Offseason lang auf seinem neuen Arbeitsgerät, dem Santa Cruz V10, trainieren konnte. Nicht eben jetzt bis Januar, bis in den tiefen Winter warten musste, bis er dann sein Bike präsentiert und dann offiziell die ersten Fahrten machen kann, sondern er konnte jetzt eben schon die Offseason dafür nutzen, Oktober, November, Dezember in Schladming ein paar Laps machen, sich an das neue Rad gewöhnen. Gerade sind sie beim Teamcamp in den USA, was auch nach einer ziemlich guten Zeit aussieht. Und beim Santa Cruz Syndicate trifft er unter anderem auf Jackson Goldstone, der ja auch schon das ein oder andere Rennen gewonnen hat, und auf Nina Hoffmann. Das heißt, auch aus deutschsprachiger Perspektive ein sehr, sehr spannender Wechsel. Und für Andy Kolb freut es uns natürlich, dass es jetzt nach dem Ende von YT, wo er ja nur ein Jahr war, vielleicht sogar ein Aufstieg in seiner Karriereleiter ist, hat er sich auf jeden Fall verdient. Und wir sind gespannt, was er nächstes Jahr beim Santa Cruz Syndicate reißen kann. Der wohl wichtigste und größte Wechsel in diesem Winter war der von Wally Höll. Genauso wie Andy Kolb war ja auch Wally vom Ende vom YT Mob betroffen. Und die Frage hier war natürlich, wie geht's für Wally weiter? Ich würde mal behaupten, jeder Teammanager hätte Wally Höll gerne im eigenen Team. Realistisch betrachtet gab es aber so eine Handvoll Optionen für Wally. Nämlich entweder ein Wechsel zu einem SRAM RockShox Team oder ihr eigenes Rennprogramm, gab es auch so ein paar Gerüchte drum. Aber für Wally macht es natürlich Sinn, bei SRAM und RockShox zu bleiben, weil mit diesen beiden Firmen, beziehungsweise mit SRAM, verbindet sie einfach eine sehr langjährige Partnerschaft. Und da war ziemlich unrealistisch, dass sie zu einem Team wechselt, was eben nicht auf den Produkten von SRAM und RockShox unterwegs ist. Und wenn wir da mal in den World Cup reinschauen, gibt es im Prinzip 4 Optionen. Trek, Canyon und zweimal Commosal. Für Trek ist sie bereits in der Vergangenheit gefahren, beziehungsweise fürs RockShox Track Race Team, hatte da ihr eigenes Programm mit Rahmen von Trek. Und von dem, was man so gehört hat, war sie vielleicht nicht 110% happy mit dem Track Session. Außerdem legt Trek derzeit den Fokus eher auf junge und entwicklungsfähige Fahrer, die ihr Potenzial vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft haben und dementsprechend auch noch nicht das ganz große Geld kosten. Und ja, von daher hat es mit Trek und Wally in diesem Winter zumindest nicht gepasst. Das heißt, ein Wechsel zu Trek war nicht so wirklich eine Option. Nächste Option, Canyon Factory Racing, fährt auch Produkte von SRAM und RockShox. Hat ja auch letztes Jahr den Team Overall gewonnen mit Henry Kiefer, mit Luca Shaw, mit Troy Brosnan. Und auch bei den Frauen ist Canyon richtig gut aufgestellt. Marine Kabiru hat mehrere World Cups gewonnen. Bei den Juniorinnen hat Canyon Alifa Ostgaard unter Vertrag. Das heißt, ja, Canyon hätte sicherlich Wally gerne unter Vertrag gehabt, aber Canyon ist auch richtig gut im Downhill aufgestellt und hatte da, glaube ich, einfach keinen wirklichen Bedarf. Das heißt, da hat es vom Timing nicht zu 100% gepasst. Und dann bleiben 2 Commosal-Optionen, nämlich einmal das große Commosal Mac-Off-Team. Sind ja mega gut aufgestellt, mussten jetzt sogar Dylan Maples gehen lassen, weil Max und Till Alran in die Elite-Herren hochgezogen worden sind und man darf nur 4 Fahrer pro Kategorie unter Vertrag haben. Bei den Frauen hat Commosal Mac-Off Myriam Nicole unter Vertrag. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde behaupten, wenn Myriam Nicole in Champery die Weltmeisterschaft gewonnen hätte, dann hätte sie vielleicht sogar ihre Karriere beendet, auf dem Höhepunkt sozusagen. Haken an der Sache ist halt nur, dass Wally Höll die Weltmeisterschaft gewonnen hat, zum 4. Mal in Folge. Und von dem, was man so mitbekommen hat bei Myriam Nicole, sie fährt ja jetzt, glaube ich, seit 17 Jahren schon Commosal, will sie noch 2027 die Weltmeisterschaft in Léger mitfahren.
danach dann wohl ihre Karriere beenden. Zumindest ist das so der grobe Zeitrahmen. Das heißt, bei Kommersal Makhov liegt der Fokus auch eher auf Miriam Nicol und weniger auf Wally Höll. Bleibt eben die vierte Option, die es jetzt geworden ist, Kommersal Schwalbe Lesor. Und das ist von den 4 Teams auf jeden Fall so das kleinste und unbekannteste Team. Aber dieser Wechsel macht auf jeden Fall Sinn, weil einmal diese Partnerschaft mit SRAM und RockShox besteht und zum anderen das Team gegründet worden ist von Cécile und Cédric Ravanel. Cécile Ravanel und Wally Höll verbindet seit vielen, vielen Jahren eine enge Freundschaft. Und Cécile Ravanel ist die Trainerin von Wally Höll. Im Prinzip jeden Winter verbringt Wally bei Cécile Ravanel bzw. bei den Ravanels, um dort zu trainieren. Und da hat sie einfach das perfekte Umfeld, um ihre bestmögliche Leistung zu bringen. Das heißt, dieser Wechsel passt eigentlich, obwohl es jetzt nicht das ganz große Team geworden ist. Was allerdings auffällig ist, als der Wechsel verkündet worden ist, hieß es nicht, Wally Höll wechselt zum Team von den Ravanels oder Wally Höll wechselt zu Kommersal Schwalbe Lesor, sondern Wally Höll wechselt zu Kommersal. Wally Höll hat sich sehr erfreut darüber gezeigt und Max Kommersal persönlich, also der Gründer von Kommersal, hat sich auch sehr erfreut darüber gezeigt. Das heißt, es könnte sein, dass in den nächsten Jahren dann doch noch ein Wechsel von Wally Höll bevorsteht, nämlich vom etwas kleineren Kommersal-Team hin zum großen Kommersal Makhov Factory-Team. Da muss man einfach mal gespannt sein. Aber ich denke, die Partnerschaft zwischen Wally Höll und Kommersal, die passt jetzt erstmal auf jeden Fall. Vor ein paar Tagen gab es eine ziemlich große und überraschende Meldung, nämlich Aaron Gwin wechselt zu Frameworks Racing. Und ja, Aaron Gwin hat ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Jetzt mal abgesehen vom Weltmeistertitel, der ihm noch fehlt, aber ansonsten über 20 World Cup-Siege, 5-mal in Overall gewonnen, ist unter den aktiven Fahrern mit Abstand der erfolgreichste. Man kann durchaus behaupten, dass er eher so im Herbst seiner Karriere ist. Er ist ja jetzt auch schon 38 Jahre alt, hatte in den letzten Jahren mit einigen Verletzungen zu kämpfen und hatte einige Nebenprojekte. Er hat mittlerweile seinen eigenen Bikepark, er hat sein eigenes Rennteam auf die Beine gestellt, nämlich Gwin Racing, auf Rädern von Crestline, wo er auch Firmenanteile besitzt. Das heißt, da dachte man, das ist jetzt so ein bisschen seine Exit-Strategie und das Racing steht nicht mehr ganz so sehr im Vordergrund bei ihm. Jetzt allerdings der Wechsel zu Frameworks mit der Begründung, er will sich voll und ganz aufs Racing konzentrieren. Er hat dort für 2 Jahre unterschrieben und diese Zeit will er einfach nochmal nutzen, um 100% anzugreifen. Man kann auch sicherlich davon ausgehen, dass das sein letztes Rennteam wird. Zum Ende seines Vertrags wird er dann 40 Jahre alt sein, also er wird ziemlich sicher seine Karriere bei Frameworks Racing beenden. Und ja, er will sich einfach nochmal 2 Jahre lang voll und ganz auf den Rennsport konzentrieren. In den letzten beiden Jahren konnte er es nicht wirklich machen, hat trotzdem diverse Top-15-Ergebnisse eingefahren. Also er ist immer noch verdammt schnell. Und ja, jetzt will er einfach nochmal voll den Fokus aufs Racing legen. Und gleichzeitig ist er der Mentor für Fahrer wie Asa Vermette oder Anna Newkirk, die eben auch bei Frameworks unter Vertrag sind. Und er trifft bei Frameworks auf Nico Mullally, der hat ja Frameworks gegründet und ist Teammanager. Und Aaron Gwin und Nico Mullally verbindet auch eine Vergangenheit. Beide sind für Track Factory Racing gefahren, beide sind für den YT Mob gefahren. Und eigentlich, wenn ihr mich fragt, ist es eine ziemlich geile Sache, dass Aaron Gwin jetzt zu Frameworks wechselt. Ist so das Team USA überhaupt, also so ein amerikanisches Superteam. Und ich bin sehr gespannt, was die alle gemeinsam auf die Beine stellen können. Eine ziemlich coole Sache ist, dass Nukeproof wieder da ist. Nukeproof ist ja auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten, war dann einige Zeit lang sozusagen weg vom Fenster, ist jetzt aber gelauncht worden. Das heißt, ihr könnt die Räder von Nukeproof wieder kaufen, was eine sehr schöne Sache ist. Und Nukeproof steigt auch direkt wieder in den Downhill World Cup ein. Und zwar wird Nukeproof Rahmensponsor von Access Racing. Das ist das Rennteam von Joe Breeden, stehen unter anderem auch Louis Ferguson und Millionzeit unter Vertrag. Ist jetzt nicht unbedingt das Team, was um den Tagessieg mitfahren wird, aber hat sehr, sehr sympathische Fahrerinnen und Fahrer und hat ja auch in der Vergangenheit für Furore gesorgt durch gute Rennergebnisse, durch Teilnahmen bei der Red Bull Hardline. Und aus meiner Sicht ist es einfach eine sehr schöne Sache, dass so eine Traditionsmarke wie Nukeproof wieder im World Cup dabei ist, dass ein bisschen mehr Variation drin ist. Bisher ist Access Racing auf Rahmen von Intense gefahren, die ziehen sich jetzt erstmal aus dem World Cup zurück, wollen sich auf den US-amerikanischen Markt konzentrieren, haben auch erstmal den Verkauf in Europa gestoppt. Das heißt, es wird jetzt eher ein bisschen USA-lastiger und da wollen sie sich, was Racing angeht, auf die nationalen Rennserien, auf den Nachwuchs konzentrieren, was natürlich für den World Cup schade ist, aber aus meiner Sicht auch Sinn ergibt und ein nachvollziehbarer Schritt ist. Und ich drücke einfach mal die Daumen, dass wir dann in einigen Jahren Intense auch wieder im Downhill World Cup sehen, weil die gehören ja auch definitiv mit dazu. Was schon ziemlich früh im Winter klar war, war, dass Dakota Norton und Mondraker getrennte Wege gehen. Dakota Norton hatte ja eine ziemlich schwere Verletzung in der vergangenen Offseason, hat sich dann im Verlauf der Saison wieder zurückgekämpft, beim World Cup-Finale fast sogar auf dem Podest gelandet, also hat definitiv weiterhin viel Potenzial, der Amerikaner. Und er hatte ein paar Optionen, so von dem, was man gehört hat. Vielleicht wechselt er zu Pivot, vielleicht zu Frameworks, vielleicht zu Yeti.
Am Ende ist es Scott geworden, gemeinsam mit Jess Blewett, die auch von Cube zu Scott wechselt. Muss man erstmal Scott gratulieren, weil sie damit auf einen Schlag gleich 2 Fahrer mit verdammt viel Style unter Vertrag genommen haben, die dazu natürlich auch noch richtig schnell sind. Und vor allem so die Kombination aus Dakota Norton und Benoit Coulange bei den Männern, bei Scott, ist ganz schön wild, wenn ihr mich fragt. Der Platz, der bei Montraker frei geworden ist durch den Abgang von Dakota Norton, der ist von Ollie Clark jetzt besetzt worden. Ollie Clark ist ein junger Neuseeländer, der schon einen World Cup gewinnen konnte, eben bei den Junioren, konnte sich dagegen die Alrans und Acer Vermette durchsetzen, hat auch bei der Red Bull Hardline auf sich aufmerksam gemacht. Da legt Montraker jetzt eben den Fokus auf einen jungen, entwicklungsfähigen Fahrer, gemeinsam mit Ryan Pinkerton und Ronan Dunn. Und bei Cube ist noch nicht so ganz klar, ob der Abgang von Jess Blewett kompensiert wird. Steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Kann sein, dass sich da noch ein bisschen was tut. Andererseits, Cube hat unter anderem Rosa Zierl unter Vertrag und die ist bei den Juniorinnen unter anderem Weltmeisterin geworden und hat den Gesamtweltcup gewonnen. Das heißt, da muss sich Cube eigentlich keine großen Gedanken um die Zukunft machen, sondern die Zukunft, die haben sie schon in eigenen Reihen. Der letzte große Wechsel in diesem Downhill-Winter ist der von Oisin Callaghan zu Trek. Und das war ein Gerücht, was sich ziemlich lange und ziemlich hartnäckig gehalten hat. Jetzt ist es offiziell bestätigt worden. Und angeblich war Trek sogar interessiert, nach dem Ende vom YT Mob, beziehungsweise nach der Insolvenz, die sich angekündigt hat, eben Oisin Callaghan schon zur Mitte der vergangenen Saison unter Vertrag zu nehmen. Die Möglichkeit hätte theoretisch bestanden. Im Sommer gab es ein Wechselfenster, war wohl von Trek und von Oisin Callaghan das Interesse vorhanden, hat dann aber nicht geklappt. Jetzt ist es offiziell, Oisin Callaghan wechselt zu Trek, er ist ja unter anderem Juniorenweltmeister 2020 geworden und hat inzwischen auch World Cups gewonnen. Und Trek, wie eingangs erwähnt, legt den Fokus jetzt eher auf noch junge, entwicklungsfähige Fahrer. Und ich glaube, da hat Trek mittlerweile eine ziemlich coole Truppe zusammen, die jetzt schon in der Offseason richtig Laune macht und durchaus das Potenzial hat, das ein oder andere Mal auf dem Podest zu landen. Bevor wir noch die offenen Wechsel besprechen, ein ganz kurzer Blick über den Tellerrand, nämlich in den Enduro World Cup. Und da gibt es 3 Meldungen, die ja ein bisschen traurig sind. Und zwar haben 3 prominente Fahrer ihre Karriere beendet. Jack Moyer hört auf, ist ja für den YT Mob gefahren, hat viele Erfolge gefeiert, sowohl im Downhill als auch im Enduro World Cup. Unter anderem den Enduro World Cup Gesamtsieg geholt, beendet jetzt seine Karriere, hat keine Lust mehr auf Racing. Ich glaube, die Perspektive war auch nicht die allertollste, gerade für ihn als Australier. Ebenfalls seine Karriere beendet hat Jesse Melamed, der 13 Jahre lang in der Enduro World Series und dann im Enduro World Cup gefahren ist. Und aus deutscher Sicht natürlich schade, Christian Textor geht im Enduro World Cup nicht mehr an den Start, wobei ich mir da sicher bin, dass wir von Texi noch das ein oder andere Video und den ein oder anderen Inhalt sehen werden. Das heißt, ganz mit dem Radfahren aufhören wird Texi sicherlich nicht und wir werden ihn auch in Zukunft sehen. Bleibt noch die Frage, wie geht es im Downhill World Cup weiter? Welche Wechsel sind auch offen? Wir haben jetzt Dienstag, den 13. Januar. Das heißt, bis dieses Video erscheint, kann es sogar sein, dass wir hier noch mehr Klarheit haben. Aber aktueller Stand ist, dass bei Pivot der ein oder andere Platz zu besetzen ist. Gerüchten zufolge könnte Dylan Maples ins Team von Bernard Kerr wechseln. Kann durchaus sein, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Unklar ist auch, was Laurie Greenland macht. Der ist ja lange Zeit für Santa Cruz Syndicate gefahren, hat auch World Cups gewonnen, hat jetzt eben kein Team mehr und da ist nicht ganz klar, hört er komplett auf, macht er sein eigenes Programm, wechselt er vielleicht zu einem kleineren Team, wie zum Beispiel zu Atherton. Müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gedulden. Bei Cube ist nicht ganz klar, ob der Abgang von Jess Blewett eben nachbesetzt wird. Und ebenfalls unklar ist, wie es bei Yeti weitergeht. Camille Balanche hat im Winter ihre Karriere beendet. Sehr erfolgreich, sehr lange Karriere, jetzt ist eben Schluss. Das hat sie auch frühzeitig bekannt gegeben. Richie Root weiß man nicht genau, fährt er weiter in Downhill, wechselt er zurück in den Enduro World Cup, jetzt wo er wieder Enduro-Weltmeister geworden ist. Wie geht es da weiter? Da ist auf jeden Fall noch Potenzial, da könnte sich was tun. Wir sind gespannt, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und jetzt seid ihr eben bestens informiert, welche Wechsel in diesem Downhill-Winter stattgefunden haben. Postet gerne mal in die Kommentare, auf welchen Wechsel ihr besonders gespannt seid. Ende April geht es mit dem Downhill World Cup in Südkorea los. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!